Moin, in einem meiner letzten Videos habe ich mit Hilfe eines kleinen Solarpanels, einem Laderegler und einem Akku getestet, ob sich ein Solarpanel hinter einem Fenster lohnt. In dem Video habe ich unter anderem Folgendes gesagt. Hinterlasst gerne einen Kommentar oder ein Abo und vielleicht gibt es ja dann noch einen zweiten Teil, in dem ich erkläre, wie man auch mit günstigeren Mitteln herausfinden kann, wie viel Sonnenenergie hinter einem bestimmten Fenster übrig bleibt. Also, das Video hat für meine Verhältnisse recht viele Abos erzeugt und ich weiß natürlich nicht, an was das jetzt genau lag, aber mich hat es jedenfalls motiviert, einen zweiten Teil zu machen. Hier soll es also darum gehen, wie man die Leistung vor und hinter einem Fenster messen kann, wenn man gerade keinen Laderegler oder Akku oder sogar Solarpanel zur Verfügung hat. Und falls ihr euch gefragt habt, warum ihr hier so ein komisches Regal von unten und so ein bisschen Wäsche gesehen habt, das lag daran, dass ich die Tonspur von dem Video wegen der guten Akustik in unserer Rumpelkammer aufgenommen habe und ich brauche halt für die Tonspur noch meine Kamera. So, ich habe mir mal überlegt, wie ich das theoretisch machen könnte mit dem Messen und ich war dieses Mal so mutig und habe den Theorieteil dieses Videos vorbereitet und gedreht, also das, was ihr hier gerade seht, noch bevor ich mit dem Praxisteil angefangen habe. Es kann also sein, dass ich mich nachher in dem Praxisteil des Videos, wo ich die ganze Theorie hier ausprobiere, dann noch mega blamiere. Insgesamt habe ich mir 3 Lösungen überlegt. Die erste und einfachste Möglichkeit ist, einfach den Kurzschlussstrom des Panels zu messen. Man stellt das Panel also vor das Fenster, misst, wie viel Strom fließt und notiert oder merkt sich dann den Strom, der da fließt. Also hier I1, dann stellt man das Panel hinter das Fenster und misst den Strom da. Und das ist dann I2. Daraus kann man sich dann so einen Faktor berechnen, um den der Strom hinterm Fenster niedriger ist. Beispiel, wenn ich ein I1 von 1,66 Ampere habe und ein I2 von 1,5 Ampere, dann ist der Faktor etwa 0,9. Also erzeugt das Fenster mit dieser Messmethode einen Verlust von 10%. Die Möglichkeit zu messen ist, wie schon gesagt, super einfach und außerdem noch schnell und günstig. Das Problem ist, dass die Messung vermutlich sehr ungenau ist, weil sich das Panel, wenn man es kurz schließt, nicht im optimalen Leistungsbereich befindet. Für die meisten wird das vermutlich trotzdem ausreichen, so als Größenordnung, und man sieht zumindest, ob es jetzt ein Fenster 10 bis 20% schluckt oder 80%. Man muss halt hier aufpassen, dass man das Messgerät nicht überlastet, weil die meisten Messgeräte können maximal 10 Ampere und es kann bei Panels über 200 Watt schon überschritten werden. Jetzt zur Methode 2. Wenn man sehr viel Genauigkeit will, kann man sich nach meiner Vorstellung auch die MPPT-Messung irgendwie nachbauen. MPPT heißt Maximum Power Point Tracking. Dafür könnte man sich einen Hochleistungspotentiometer besorgen, also einen verstellbaren Widerstand, der viel Leistung ab kann, und da misst man dann an dessen Enden die Spannung, die da anliegt, und den Strom, der da durchfließt. Man stellt also erstmal den Widerstand auf 0 Ohm ein und misst den Kurzschlussstrom. Dann erhöht man den Widerstandswert und damit die Spannung Schritt für Schritt. Auf der U-Achse ist dann hier die Spannung, die dann am Widerstand anliegt, und I ist dann der Strom, der durch den Widerstand fließt. Am Ende kriegt man dann ungefähr so eine Kurve raus und misst dann hier an dem Scheitelpunkt vielleicht nochmal so ein bisschen genauer. Der Scheitelpunkt ist hier nämlich das, was uns interessiert. Hier liegt nämlich der Maximum Power Point und diese Leistung berechnet man dann mit U1 mal I1. Und dann macht man die gleiche Messung nochmal mit Fenster und ermittelt auch da den maximalen Leistungspunkt. Am Ende ist der Faktor dann die erste ermittelte Leistung geteilt durch die zweite. Also wie schon gesagt, ist die Messung hier zwar super genau, aber auch sehr aufwendig. Und man muss aufpassen, dass man für die Messung nicht zu lange braucht. Die Sonne erzeugt ja über den Tag verteilt im Idealfall so eine Leistungskurve. Und wenn man die erste Messung hier macht und die letzte dann hier, dann wird es wieder ungenau. So, die dritte Möglichkeit, die Einfachheit und Genauigkeit so ein bisschen vereint, ist die Spannung von dem Verbraucher zu messen, der am Panel hängt. Hinten am Panel ist ja oft angegeben, mit welcher Spannung und mit welchem Strom das Panel am liebsten arbeitet. Und wenn man die Spannung durch den Strom teilt, kriegt man halt einen Widerstandswert, den man dann so grob anvisieren kann, und bei dem Panel sind das so grob 13 Ohm. So einen Hochleistungswiderstand besorgt man sich dann und misst die Spannungen da dran ohne Fenster und einmal mit Fenster. U1 ist dann die Spannung ohne Fenster und U2 mit Fenster. Und den Faktor, um den die Leistung dann hinterm Fenster niedriger ist, berechnet man dann so. Wie man zu der Formel mit dem komischen Hoch 2 kommt, sieht man, wenn man das ein bisschen aufdröselt. P, also die Leistung, ist ja das Produkt aus Spannung und Strom. Der Strom wiederum lässt sich ja mit der Spannung und dem Widerstand berechnen. Und das gleiche gilt ja dann auch für P2, also der Leistung mit dem Fenster. Wenn man jetzt da das Verhältnis der beiden Leistungen möchte, kann man den Widerstand einfach rausstreichen und die Spannung bleibt dann als Zweierpotenz stehen. Ich erwarte jetzt im Praxisteil nachher, dass die Messung mit der Methode relativ genau sein wird und dass die Messung relativ schnell geht. So, der Theorieteil ist jetzt zu Ende und ich bin jetzt gespannt, was im Praxisteil rauskommt. So, der Praxisteil ist in der Kamera. Ich habe auch schon erste Berechnungen gemacht und auch schon einen krassen groben Denkfehler entdeckt. Wusstet ihr, welcher das war? Schreibt es gerne in die Kommentare.
Ich habe alle Tests mit 2 Panels gemacht. Einmal natürlich mit einem 25 Watt Panel vom letzten Video und dann habe ich noch so ein Mini 10 Euro Panel gekauft mit ungefähr 2 Watt. Bei Amazon wurde es zwar als 10 Watt Panel verkauft, aber wegen der Größe und der Spezifikationen glaube ich, dass es maximal 2 Watt hat. Zur Messung des Kurzschlussstromes braucht man natürlich noch ein Multimeter. Man kann dafür locker auch so ein 7 Euro Multimeter nehmen und damit braucht man für den Test nicht mal 20 Euro. Der Test ging auch relativ schnell. Beim großen Panel habe ich ohne Fenster 1,011 Ampere gemessen und mit dem Fenster 0,863 Ampere. Beim kleinen Panel ohne Fenster 75,3 mA und mit 66,3 mA. Ich schreibe hier auf die Tafel schon mal die Ergebnisse hin. In der linken Spalte stehen die Ergebnisse für die Kurzschlussstrommessung. Beim 25 Watt Panel komme ich auf einen Verlust von 15% und beim kleinen 2 Watt Panel auf 14% Verlust. Für die MPPT-Messung braucht man 2 Multimeter. Eins misst den Strom und das andere die Spannung. Ich habe mir für den Test ein Potentiometer, also einen verstellbaren Widerstand, gekauft, das 100 Watt ab kann und von 0 Ohm bis 100 Ohm verstellbar ist oder einstellbar ist. Den Test habe ich dann so ausgeführt, dass ich den Widerstandswert erstmal sehr langsam nach oben gedreht habe und dann habe ich das Fenster vor das Panel gelegt und den Widerstand wieder peu à peu runtergedreht. Hier alles mal im Zeitraffer. Fürs Hoch- und Runterdrehen habe ich mir jeweils eine Minute gegönnt. Anfangs dachte ich noch, dass ich beim Verstellen des Widerstands die Spannung und den Strom mitschreiben könnte. Das wäre allerdings erstens blöd zum Filmen gewesen und zweitens ist es einfacher, es einfach erstmal aufzunehmen und dann im Nachgang Sekunde für Sekunde in eine Excel-Tabelle zu schreiben. Beim Runterdrehen des Widerstands habe ich in der Videoaufnahme dann grob die Spannung gesucht, die ich beim Hochdrehen ermittelt habe. Und so sieht das Schaubild dann bereinigt aus. An den entscheidenden Stellen, also hier, habe ich dann nochmal genauer nachgeschaut. Aus Strom und Spannung kann man ja die Leistung berechnen und das ist das, was dabei rauskommt. Oben ist die Leistungskurve ohne Fenster und unten mit. Man sieht, dass hier an diesem Punkt jeweils die Maximalleistung rauskommt. Wenn wir das in unsere Ergebnisse eintragen, kommen wir auf einen Verlust von etwa 12%. Das passt auch ungefähr zu dem, was ich im letzten Video mit dem Laderegler rausgefunden habe. Das hier sollte sogar noch genauer sein, weil ich beim Laderegler keine Nachkommastellen hatte. Bei dem kleinen Panel hatte ich leider nicht so viel Glück. Die Durchführung war hier natürlich die gleiche, also aufnehmen und Werte aus dem Video entnehmen. Leider bin ich da nicht an den maximalen Leistungswert rangekommen, weil der Widerstand einfach zu klein war. In dem Test hätte man vielleicht grob erahnen können, dass bei knapp über 100 Ohm der maximale Leistungswert hätte erreicht sein können. Ich habe darum höchst professionell einen 50 Ohm Widerstand an das Poti drangehängt, weil ich die Hoffnung hatte, dann zwischen 50 und 100 Ohm den maximalen Leistungspunkt zu finden. Pustekuchen, selbst das hat nicht gereicht. Das war mir dann doch irgendwie zu anstrengend und ich habe jetzt dazu keinen weiteren Test gemacht. Der eigentliche Grund, warum ich das kleine Panel gekauft habe, war ja sowieso, weil ich beweisen wollte, dass man den Test auch mit wenig Equipment relativ genau durchführen kann. Jetzt aber noch zu der Messung am Widerstand. Dafür brauche ich natürlich einen Leistungswiderstand, der hier in dem Fall einen Wert von 13 Ohm hat. Beim Messen liegt er deshalb auf einem Teller, weil er relativ schnell relativ heiß wird. Also sehr unangenehm aufgefallen ist mir schon mal, wie krass die Spannung bei der Messung schwankt, obwohl der Himmel eigentlich wolkenfrei war. Ich habe mir dann eher so einen Mittelwert gebildet, also ohne Fenster 14,7 Volt und mit 12,7 Volt. Das gibt dann mit der Formel von vorhin, also U1 und U2 jeweils zum Quadrat, einen Verlust von 25%. Beim kleinen Panel ist das nicht viel anders. Da habe ich mit einem Widerstandswert von etwa 72 Ohm gemessen und kam ohne Fenster auf 5,36 Volt und mit auf 4,61 Volt. Wenn wir das wieder in die Ergebnisse eintragen, komme ich hier sogar auf einen Verlust von 26%. Warum das mit der Spannung am Widerstand messen Quatsch ist, sieht man am besten, wenn man sich mal die MPPT-Kurve anschaut. Ich markiere hier mal die Punkte, bei denen der Widerstand jeweils 13 Ohm war. Man sieht, dass die Punkte überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Auch bei der maximalen Leistung lag der Widerstand ohne Fenster bei 18,43 Ohm und mit Fenster bei 20,96 Ohm. Wenn man an einem festen Widerstand die Spannung misst, vergleicht man also quasi Äpfel mit Birnen.
Wenn man sich die Theorie im Nachhinein nochmal anschaut, ist der Teil hier schon mal komplett falsch. Und die Ungenauigkeit bei der Kurzschlussstrommessung ist zu vernachlässigen. Mir hat's Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Schaut gerne mal wieder auf meinem Kanal vorbei. Und tschüss!